Thema Trigger. Faszinierend. Meine Absicht ist, aufzuzeigen, dass Trigger, das, was mich triggert im Leben, das, was mich nervt, das, was mich aufregt bei anderen Menschen oder in Situationen, die ihnen begegnen in meinem Leben, dass die ein riesiges Potenzial haben, wenn ich weiss, wie mit diesen Trigger umgehen. Ich fange wieder vorne an. Das heisst, so wie ich das System verstehe, ist alles Energie. Alles ist Energie und die fließt irgendwie. Und wenn ich sie fließend wahrnehmen kann, dann bemerke ich, es sind Schwingungen. Und Schwingungen sind nichts anderes als Muster. Und in diesen Mustern bewege ich mich. Das sind die ich wahrnehme. Und die Muster, die ich wahrnehme, zu denen verhalte ich mich tendenziell. Sprich, ich handle oder ich handle nicht entsprechend von einer Beobachtung von einem Muster. Das, was mich triggert, hat mit meinen eigenen Muster zu tun. Der Trigger ist mein Nicht-Handeln. Das ist das. Ich gehe gerade in die Bedienungsanleitung hinein. Sprich, das, was mich triggert, schaue ich an. Wenn ich sehe, was es ist, was mich triggert, kehre ich es um und mache das mit mir. Das einfachere Beispiel geht so. Ich fahre mit dem Velo die Strasse ab und irgendwo an einer Kreuzung versucht das Auto mir willentlich oder unwillentlich den Vortritt zu nehmen. Ich rege mich auf, finde den oder die dahinter letzt, zeige den Mittelfinger und rege mich für eine halbe Stunde noch über die Situation auf. Das ist das, was mich triggert hat. Wenn ich jetzt in die Reflexion hineingehe, kann ich mir überlegen, was ist es eigentlich gewesen, was mich hier triggert hat. Und es ist ganz simpel. Ich muss nicht zu weit suchen. Jemand hat mir den Vortritt versucht zu nehmen. Die Umkehrung ist, gebe ich mir selber den Vortritt in meinem Leben im Moment. Aha, also wenn ich mir den Vortritt im Leben geben würde, genügend, würde mich die Situation nicht triggern, sondern ich würde ja bemerken, dass ich diesem Auto durchaus ausweichen kann und für mich hat es einen Weg gegeben. Wir leben in einer dualen Welt, in einer dualistischen Welt oder in einer polarisierten Welt. Es ist eigentlich egal, wie wir es anschauen. Die einen, die Polarisierenden, denken, es hat zwei Extreme. Die dual denken, sagen sich, es hat vor allem zwei. Die Tatsache ist, ich handle in Bezug zu einem Muster oder zu einer Tendenz und das macht mich zu einem Subjekt. Das heisst, ich klammere, Objektivität existiert sowieso nie, weil meine Sicht auf die Welt ist meine Sicht auf die Welt. Und zunehmend bemerken wir ja, dass das zutrifft, weil ich habe etwa so viele Meinungen, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Aber Klammer wieder geschlossen, was ist die Dualität, was zeigt sie mir wirklich auf? Sie zeigt mein Potenzial auf. Und zwar mein weibliches Potenzial und mein männliches Potenzial. Das weibliche Potenzial ist zu wissen, und das männliche Potenzial ist zu handeln. Und die zwei gilt es in Balance zu bringen und in Balance zu halten. Und darum sind Trigger relativ spannend, weil wenn ich sie anschaue, kann ich mich zurück in die Balance bringen. Vor allem kann ich mich zurück in mein Potenzial bringen und ich kann mich zurück in mein Handeln bringen. Ich gebe noch ein ganz persönliches Beispiel. Es ist noch nicht allzu lange her, es waren Fußball-Europameisterschaften. Und ich wohne mitten in der Stadt und ich habe mich unglaublich genervt ab den italienischen Tifosi, die bis am Morgen um 4 Uhr, sogar beim Vorrundenspiel, Hubkonzert geben. Das hat mir schlaflose Nächte hergestellt und ich habe mich gefragt, was ist es wirklich, was mich hier triggert. Und dann habe ich bemerkt, die gehen eigentlich nur Dampf ablassen. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal Dampf abgelassen? Schon länger nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ich bin Dampf abgelassen. An dem Abend, als ich das gemacht habe, war wieder so ein Spiel und guess what? Ich habe geschlafen wie ein kleines Baby. Weil ich das gemacht habe, was mich triggert hat. Also wenn ich zugunsten des Trigger handle, wenn ich mir den Trigger anschaue, dann kann ich das umsetzen und ich komme mit mir selber in die Balance. Also das ist die männliche Seite, die potenzielle Seite. Jetzt gibt es noch die andere Seite, das ist die vom ich unterlasse Sachen oder ich tue Sachen verdrängen. Das ist schon sehr schade. Also die Sachen, die ich verdränge, sind die mich eigentlich eben so ins Potenzial bringen, aber ins Weibliche.
Das heisst, wenn ich das machen würde, was ich versuche zu verdrängen, zum Beispiel, oh, jetzt ist schönes Wetter draussen, jetzt möchte ich am liebsten spazieren, dann sollte ich das unbedingt machen. Für eine Stunde, für eine halbe Stunde, für eine Viertelstunde. Und dann komme ich so in eine Entfaltung hinein, ich vergesse meinen Alltag und wenn ich zurückkomme, bin ich viel, viel effizienter in dem, was ich mache. Also zum Rekapitulieren. Trigger sind die Sachen, die mich triggern. Und wenn ich anschaue, was mich hier genau triggert, dann komme ich zu meinem Potenzial. Sprich, oh, wenn ich das mache, was mich hier triggert, wenn ich das mit mir selber mache, komme ich so zu einer Zufriedenheit, komme ich zurück in eine Balance. Und wenn ich die Sachen mache, die ich versuche zu unterdrücken, die bringen mich zu meiner Entfaltung, sodass ich plötzlich Ideen habe und Sachen möchte entwerfen, in eine Kreativität hinein möchte kommen. That's it.